Geheimhaltungsstufen. Übersicht. Die Geheimhaltungsfreigaben, die dem Personal der Foundation erteilt werden, definieren den maximalen Grad an sensiblen Informationen, auf die eine Person im Rahmen ihrer Tätigkeit zugreifen darf. Diese Freigaben dienen der strukturierten Kontrolle von Wissen innerhalb der Organisation und stellen sicher, dass kritische Informationen ausschließlich autorisiertem Personal zugänglich sind. Eine erteilte Geheimhaltungsstufe bedeutet jedoch nicht uneingeschränkten Zugriff auf sämtliche Inhalte dieser Stufe. Sämtlicher Informationszugang unterliegt strikt dem sogenannten Need-to-Know-Prinzip, Kenntnis nur bei Bedarf. Demnach wird Personal nur dann Zugriff auf spezifische Daten gewährt, wenn diese unmittelbar für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich sind. Die endgültige Entscheidung über die Freigabe einzelner Informationen liegt beim zuständigen Abteilungsleiter oder Projektverantwortlichen. Diese sind verpflichtet, den Zugriff unter Berücksichtigung von Sicherheitsrisiken, operativer Notwendigkeit und potenziellen mimetischen, kognitiven oder anderweitig anomalen Gefahren sorgfältig abzuwägen. Unbefugter Zugriff auf Informationen, die über die eigene Freigabestufe oder den zugewiesenen Aufgabenbereich hinausgehen, stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Sicherheitsprotokolle der Foundation dar und kann disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Verabreichung von Amnestika oder Terminierung nach sich ziehen. Stufe 0. Nur für den Dienstgebrauch. Freigaben der Stufe 0 werden nicht wesentlichem Personal erteilt, welches keinen Zugang zu Informationen über anomale Objekte, Wesen oder Phänomene benötigt. Diese Stufe stellt die niedrigste Form der Informationsfreigabe innerhalb der Foundation dar und dient primär der Abschirmung operativer Abläufe gegenüber nicht eingebundenem Personal. Eine Freigabe der Stufe 0 ist üblicherweise Personal mit einfachen Verwaltungs-, Logistik- oder Wartungsaufgaben vorbehalten, die in Einrichtungen ohne direkten Bezug zu Eindämmungs- oder Forschungsprozessen tätig sind. Dieses Personal arbeitet in streng kontrollierten Bereichen und erhält ausschließlich Zugriff auf nicht sensible, betriebliche Informationen. Kontakt mit anomalen Inhalten, sei es physisch, visuell oder informationell, ist für Personal dieser Stufe strikt untersagt. Im Falle unbeabsichtigter Exposition sind umgehend Amnesika der Klasse A zu verabreichen und der Vorfall zu dokumentieren. Begleitend können Versetzungen oder Zugriffsbeschränkungen verhängt werden, um zukünftige Risiken zu minimieren. Stufe 1. Eingeschränkt. Freigaben der Stufe 1 werden Personal erteilt, das sich in räumlicher Nähe zu anomalen Objekten oder Eindämmungseinrichtungen befindet, jedoch keinen direkten oder operativen Kontakt mit diesen hat. Diese Stufe dient als Pufferzone zwischen nicht eingeweihtem Personal und aktiv in Eindämmung oder Forschung eingebundenen Mitarbeitern. Typischerweise umfasst dies Verwaltungs-, Logistik- und technisches Personal innerhalb von Einrichtungen mit Eindämmungsfunktion sowie Mitarbeiter, die indirekt mit sensiblen Datenstrukturen oder Sicherheitsabläufen in Berührung kommen. Der Zugriff beschränkt sich auf stark gefilterte Informationen, die keine Rückschlüsse auf Art, Ursprung oder Verhalten spezifischer Anomalien zulassen. Personal der Stufe 1 kann mit standardisierten Sicherheitsprotokollen, Notfallabläufen und allgemeinen Gefahrenhinweisen vertraut gemacht werden, ohne dabei konkrete anomale Details offenzulegen. Jeglicher Versuch, zusätzliche Informationen zu erlangen oder Sicherheitsbarrieren zu umgehen, wird als potenzieller Sicherheitsverstoß gewertet. Im Falle von Zwischenfällen, Eindämmungsbrüchen oder bestätigter Exposition gegenüber anomalen Effekten sind sofortige Evakuierungsmaßnahmen sowie medizinische und psychologische Untersuchungen einzuleiten. Der Einsatz von Amnesika erfolgt gemäß Einschätzung des zuständigen Sicherheitspersonals. Stufe 2. Vertraulich. Freigaben der Stufe 2 werden Sicherheits- und Forschungspersonal erteilt, das direkten Zugriff auf Informationen zu anomalen Objekten, Wesen oder Phänomenen in Eindämmung benötigt. Diese Stufe markiert den Eintritt in den operativen Kernbereich der Foundation, in dem Personal aktiv mit anomalen Inhalten arbeitet oder diese auswertet. Zu dieser Gruppe gehören die meisten Forscher, Außendienstagenten sowie Eindämmungsspezialisten. Ihnen wird Zugriff auf grundlegende SCP-Dokumentationen gewährt, einschließlich Beschreibungen, standardisierten Eindämmungsmaßnahmen und bekannten Verhaltensmustern der jeweiligen Anomalien. Der Zugriff auf Informationen ist jedoch weiterhin eingeschränkt und unterliegt strengen Filtermechanismen.
Sensible Daten wie detaillierte Ursprungsanalysen, strategische Bewertungen oder potenziell gefährliche Zusatzinformationen, zum Beispiel mimetische Inhalte oder kognitiv gefährdende Daten, werden nur in Ausnahmefällen und unter Aufsicht bereitgestellt. Personal der Stufe 2 ist verpflichtet, sämtliche Sicherheitsprotokolle strikt einzuhalten, insbesondere im Umgang mit unvorhersehbaren oder bewusstseinsbeeinflussenden Anomalien. Regelmäßige medizinische und psychologische Untersuchungen sind vorgeschrieben, um mögliche Langzeiteffekte frühzeitig zu erkennen. Verstöße gegen diese Protokolle werden als sicherheitskritisch eingestuft und entsprechend geahndet. Stufe 3. Geheim. Freigaben der Stufe 3 werden leitendem Sicherheits- und Forschungspersonal erteilt, das erweiterten Zugriff auf detaillierte Informationen zu anomalen Objekten und deren Handhabung benötigt. Diese Stufe umfasst Daten über Ursprung, Bergungsumstände, interne Vorfälle sowie langfristige Forschungs- und Eindämmungsstrategien. Träger dieser Freigabe sind in der Regel leitende Forschungsangestellte, Projektleiter, Sicherheitsoffiziere, Mitglieder von Eingreiftruppen sowie ausgewählte Angehörige von mobilen Taskforces. Sie übernehmen operative Verantwortung und sind maßgeblich an der Planung und Durchführung komplexer Einsätze beteiligt. Neben erweiterten Dokumentationen erhalten Mitarbeiter dieser Stufe Zugang zu internen Berichten, Testprotokollen sowie Risikoanalysen, die Rückschlüsse auf das Verhalten und die potenzielle Gefährdung durch Anomalien erlauben. Der Zugriff auf hochsensible Informationen, insbesondere solche mit mimetischen, kognitiven oder informationsgefährdenden Eigenschaften, erfolgt ausschließlich unter kontrollierten Bedingungen und kann zusätzliche Sicherheitsfreigaben erfordern. Personal der Stufe 3 trägt eine erhöhte Verantwortung für die Einhaltung und Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien. Sie sind befugt, operative Entscheidungen im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu treffen und unterstehen direkter Aufsicht durch Standortleitung oder übergeordnete Verwaltungsinstanzen. Fehlverhalten oder fahrlässiger Umgang mit Informationen dieser Stufe kann schwerwiegende Konsequenzen für Personal, Einrichtung und operative Stabilität der Foundation haben. Stufe 4. Streng geheim. Freigaben der Stufe 4 werden hochrangigem Verwaltungs-, Sicherheits- und Führungspersonal erteilt, das umfassenden Zugriff auf standortweite sowie regionale Informationen benötigt. Diese Stufe umfasst neben operativen Daten auch strategische Einschätzungen, organisationsübergreifende Berichte sowie koordinierte Einsatz- und Forschungsplanungen der Foundation. Typische Träger dieser Freigabe sind Standortleiter, Sicherheitsleiter, leitende Verwaltungsangestellte sowie Kommandanten von mobilen Taskforces. Personal dieser Stufe ist direkt an der Koordination komplexer Eindämmungsmaßnahmen, groß angelegter Operationen und standortübergreifender Projekte beteiligt. Der Zugriff beinhaltet detaillierte Einsatzberichte, interne Vorfallanalysen, Ressourcenzuweisungen sowie Informationen über mehrere SCP-Objekte gleichzeitig, einschließlich solcher mit hohem Risiko oder schwer kalkulierbaren Eigenschaften. Darüber hinaus kann Stufe 4 Personal Zugriff auf ausgewählte Daten mit mimetischen, kognitiven oder informationsgefährdenden Eigenschaften erhalten, sofern entsprechende Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Aufgrund der Tragweite dieser Informationen unterliegt Personal der Stufe 4 erweiterten Überwachungs- und Sicherheitsprotokollen. Entscheidungsbefugnisse gehen mit erhöhter Verantwortung einher, insbesondere im Hinblick auf Personalmanagement, Risikobewertung und Eskalationsmaßnahmen bei sicherheitskritischen Vorfällen. Fehlentscheidungen oder Informationslecks auf dieser Ebene können standortübergreifende Konsequenzen nach sich ziehen. Stufe 5. Taumiel. Freigaben der Stufe 5 stellen die höchste bekannte Geheimhaltungsstufe innerhalb der Foundation dar und gewähren nahezu uneingeschränkten Zugriff auf sämtliche verfügbaren Informationen. Diese Stufe umfasst vollständige Einsicht in alle SCP-Dokumentationen, strategischen Planungen, internen Strukturen sowie in besonders sensible oder klassifizierte Programme der Foundation. Eine Freigabe der Stufe 5 wird ausschließlich dem ranghöchsten Führungspersonal erteilt, in der Regel den Mitgliedern des O5-Rates. Träger dieser Stufe operieren auf globaler Ebene und treffen Entscheidungen, die die gesamte Ausrichtung, Priorisierung und langfristige Stabilität der Foundation betreffen. Der Zugriff schließt Informationen ein, die für niedriger eingestuftes Personal grundsätzlich unzugänglich sind, darunter Daten zu existenziellen Bedrohungen, interrealen Phänomenen, Taumiel-Anomalien sowie streng geheimen Notfallprotokollen. Viele dieser Informationen gelten als inhärent gefährlich
und können selbst für autorisiertes Personal ein Risiko darstellen. Aus diesem Grund unterliegt auch Stufe 5 Personal besonderen Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich isolierter Datenzugriffe, redundanter Absicherungen und, in bestimmten Fällen, selektiver Informationsfragmentierung selbst innerhalb dieser Stufe. Es ist zu beachten, dass selbst innerhalb der Stufe 5 das Need-to-Know-Prinzip nicht vollständig aufgehoben ist. Bestimmte Informationen sind ausschließlich einzelnen Ratsmitgliedern oder spezifischen Untergruppen zugänglich. Die Existenz und Identität von Trägern dieser Freigabe unterliegt strengster Geheimhaltung. Personalklassen. Personal der Foundation wird basierend auf seiner Nähe zu potenziell gefährlichen anomalen Objekten, Wesen oder Phänomenen sowie dem damit verbundenen Risiko einer spezifischen Personalklasse zugeordnet. Diese Klassifizierung dient der strukturierten Risikominimierung innerhalb der Organisation und stellt sicher, dass Exposition gegenüber Anomalien kontrolliert, dokumentiert und auf ein notwendiges Minimum reduziert wird. Die Zuweisung zu einer Personalklasse erfolgt unter Berücksichtigung von Einsatzgebiet, Verantwortungsbereich sowie der Wahrscheinlichkeit eines direkten oder indirekten Kontakts mit anomalen Effekten. Sie ist unabhängig von Rang oder Geheimhaltungsstufe zu betrachten und kann sich im Verlauf der Dienstzeit entsprechend der jeweiligen Tätigkeit ändern. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, medizinische Überwachung sowie Zugriffsbeschränkungen werden auf Grundlage dieser Klassifizierung festgelegt und sind von sämtlichem Personal strikt einzuhalten. Klasse A Personal. Klasse A Personal umfasst Personen, die für die strategische Integrität und langfristige Funktionsfähigkeit der Foundation als unverzichtbar eingestuft werden. Aufgrund ihrer Bedeutung für operative, wissenschaftliche oder administrative Kernbereiche ist es unter allen Umständen zu vermeiden, dass dieses Personal direktem Kontakt mit anomalen Objekten, Wesen oder Phänomenen ausgesetzt wird. Sollten betriebliche Umstände es erforderlich machen, dass sich Klasse A-Personal innerhalb von Einrichtungen mit Eindämmungseinheiten aufhält, ist der Zugang zu sämtlichen Bereichen mit aktiven Anomalien strikt untersagt. Aufenthalte sind ausschließlich auf gesicherte, nicht anomale Zonen zu beschränken, die über entsprechende Schutz- und Isolationsmaßnahmen verfügen. Für Klasse A-Personal gelten erweiterte Sicherheitsprotokolle, einschließlich permanenter Standortüberwachung, priorisierter Evakuierungsverfahren sowie zusätzlicher Abschirmmaßnahmen gegenüber potenziellen informationsgefährdenden oder mimetischen Einflüssen. Im Falle eines Eindämmungsbruchs, einer feindlichen Aktivität oder eines sonstigen sicherheitskritischen Ereignisses ist Klasse A-Personal unverzüglich nach festgelegten Notfallprotokollen zu evakuieren und in eine zuvor definierte, sichere externe Einrichtung zu überführen. Der Schutz dieses Personals hat in solchen Szenarien höchste Priorität. Klasse B Personal. Klasse B-Personal umfasst Personen, die für lokale oder standortspezifische Einsätze der Foundation als essentiell eingestuft werden, deren Exposition gegenüber Anomalien jedoch bewusst kontrolliert und eingeschränkt wird. Diese Klassifizierung stellt einen Mittelweg zwischen operativer Einbindung und Risikominimierung dar. Zugriff auf anomale Objekte, Wesen oder Phänomene ist ausschließlich dann gestattet, wenn diese zuvor eine vollständige Quarantäne durchlaufen haben und als frei von akuten mimetischen, kognitiven oder anderweitig bewusstseinsbeeinflussenden Effekten eingestuft wurden. Direkter Kontakt mit nicht vollständig bewerteten oder instabilen Anomalien ist für Klasse B-Personal untersagt. Typischerweise gehören zu dieser Personalklasse erfahrene Fachkräfte, deren Aufgaben eine gewisse Nähe zu anomalen Prozessen erfordern, ohne dass sie unmittelbar in Hochrisiko-Operationen eingebunden sind. Der Informationszugriff erfolgt kontrolliert und ist auf für die jeweilige Tätigkeit notwendige Inhalte beschränkt. Im Falle eines Eindämmungsbruchs, einer feindlichen Infiltration oder eines vergleichbaren sicherheitskritischen Ereignisses ist Klasse B-Personal priorisiert zu evakuieren. Die Evakuierung erfolgt nach festgelegten Protokollen zu zuvor bestimmten externen Sicherheitsstandorten. Der Schutz dieses Personals wird als operativ wichtig, jedoch nachrangig gegenüber Klasse A-Personal eingestuft. Klasse C Personal. Klasse C-Personal umfasst Mitarbeiter mit regelmäßigem und direktem Kontakt zu anomalen Objekten, Wesen oder Phänomenen, die nicht als unmittelbar hochgefährlich oder feindlich eingestuft sind. Diese Personalklasse bildet den operativen Kern vieler Forschungs- und Eindämmungsprozesse innerhalb der Foundation. Der Umgang mit Anomalien erfolgt unter standardisierten Sicherheitsprotokollen, wobei ein gewisses Restrisiko bewusst in Kauf genommen wird.
Klasse C-Personal ist entsprechend geschult, um mit unvorhersehbaren Effekten umzugehen und in dynamischen Situationen angemessen zu reagieren. Nach jeglichem Kontakt mit potenziell bewusstseinsbeeinflussenden, mimetischen oder anderweitig anomalen Effekten kann das betroffene Personal verpflichtend unter Quarantäne gestellt und einer medizinischen sowie psychiatrischen Evaluation unterzogen werden. Die Dauer und Intensität dieser Maßnahmen wird durch das zuständige Sicherheits- und Medizinpersonal festgelegt. Im Falle eines Eindämmungsbruchs oder feindlicher Aktivität innerhalb einer Einrichtung ist Klasse C-Personal angewiesen, sich entweder in ausgewiesene Abriegelungsbereiche zu begeben oder den Anweisungen des Sicherheitspersonals zu folgen. Bei standortweiten Sicherheitsverletzungen oder katastrophalen Ereignissen erfolgt eine Evakuierung nur nach situativer Bewertung, da Klasse C-Personal in bestimmten Fällen zur Stabilisierung der Lage herangezogen werden kann. Klasse D-Personal. Klasse D-Personal umfasst entbehrliche Mitarbeiter, die primär für den direkten Umgang mit hochgefährlichen, instabilen oder unzureichend erforschten Anomalien eingesetzt werden. Diese Personalklasse wird gezielt für Experimente, Tests und Eindämmungsszenarien verwendet, bei denen ein erhebliches Risiko für körperliche oder psychische Schäden besteht. Die Rekrutierung erfolgt in der Regel weltweit aus den Reihen verurteilter Straftäter, insbesondere aus Hochsicherheitsgefängnissen und Todestrakten. In Ausnahmefällen kann Protokoll 12 aktiviert werden, welches die Rekrutierung aus alternativen Quellen erlaubt, sofern die Überführung in den Gewahrsam der Foundation unter glaubhaft abstreitbaren Umständen erfolgen kann. Kontakt zwischen Klasse D-Personal und Personal der Klassen A oder B ist strikt untersagt. Interaktionen erfolgen ausschließlich unter kontrollierten Bedingungen und unter Aufsicht von Sicherheitspersonal der entsprechenden Freigabestufe. Klasse D-Personal unterliegt regelmäßigen medizinischen und psychiatrischen Untersuchungen. Zusätzlich sind standardisierte Gedächtnislöschungen mittels Amnesika vorgesehen, um Informationslecks zu verhindern. Alternativ kann am Ende eines festgelegten Einsatzzyklus eine Terminierung angeordnet werden, sofern dies durch medizinisches oder sicherheitstechnisches Personal als erforderlich eingestuft wird. Im Falle eines katastrophalen Ereignisses, insbesondere bei Eindämmungsbrüchen oder feindlicher Übernahme einer Einrichtung, ist Klasse D-Personal unverzüglich zu terminieren, um unkontrollierte Exposition, Flucht oder Informationsweitergabe zu verhindern. Ausnahmen können ausschließlich durch autorisiertes Sicherheitspersonal unter besonderen Umständen gewährt werden. Klasse E-Personal. Klasse E ist eine temporäre Klassifizierung, die auf Personal angewendet wird, das im Rahmen von Bergungs-, Eindämmungs- oder Ersteinsatzoperationen potenziell gefährlichen oder unbekannten anomalen Effekten ausgesetzt war. Diese Einstufung dient der unmittelbaren Risikoabschätzung und Kontrolle möglicher Folgeschäden. Betroffenes Personal ist unverzüglich unter Quarantäne zu stellen und kontinuierlich zu überwachen. Der Fokus liegt auf der frühzeitigen Erkennung von Veränderungen in Verhalten, kognitiven Fähigkeiten, physiologischen Prozessen oder möglichen mimetischen Einflüssen. Die Dauer der Quarantäne richtet sich nach Art und Intensität der Exposition. Während dieser Phase ist jeglicher Kontakt zu nicht autorisiertem Personal untersagt. Der Zugriff auf sensible Informationen kann vorübergehend eingeschränkt oder vollständig entzogen werden, bis eine vollständige Bewertung abgeschlossen ist. Die Rückkehr in den aktiven Dienst erfolgt ausschließlich nach einer umfassenden Einsatznachbesprechung sowie der Freigabe durch medizinisches und psychiatrisches Fachpersonal. Sollten anhaltende oder irreversible Veränderungen festgestellt werden, können weiterführende Maßnahmen bis hin zur dauerhaften Isolation oder Terminierung angeordnet werden. Angestelltenbezeichnungen. Die folgenden Bezeichnungen definieren die grundlegenden Rollen und Funktionen innerhalb der SCP Foundation und dienen der klaren Zuordnung von Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und operativen Aufgabenbereichen. Sie stellen keine Rangordnung im klassischen Sinne dar, sondern beschreiben die jeweilige Tätigkeit und Spezialisierung des Personals innerhalb der Organisation. Die Zuweisung einer Arbeitsbezeichnung erfolgt basierend auf Qualifikation, Ausbildung, psychologischer Eignung sowie den aktuellen Anforderungen der Foundation. Abhängig von Einsatzgebiet und Erfahrung kann Personal mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen oder im Laufe seiner Dienstzeit zwischen verschiedenen Aufgabenbereichen wechseln. Unabhängig von ihrer Bezeichnung unterliegt sämtliches Personal den geltenden Sicherheitsprotokollen, Geheimhaltungsrichtlinien sowie der jeweiligen Geheimhaltungsfreigabe und Personalklassifizierung.
Die hier aufgeführten Rollen sind essentiell für den fortlaufenden Betrieb, die Erforschung und die Eindämmung anomaler Phänomene weltweit. Die nachfolgenden Kategorien gliedern sich in Standortpersonal, Außendienstpersonal sowie administrative Führungsebenen und bilden gemeinsam die operative Struktur der Foundation. Standortangestellte. Eindämmungsspezialisten. Eindämmungsspezialisten übernehmen eine zentrale Rolle im operativen Ablauf der Foundation und sind maßgeblich für die Sicherstellung und Aufrechterhaltung von Eindämmungsmaßnahmen verantwortlich. Ihr Aufgabenbereich gliedert sich in zwei primäre Funktionen: die aktive Eindämmung im Feld sowie die technische und strukturelle Absicherung innerhalb von Einrichtungen. Im Außeneinsatz reagieren Eindämmungsteams auf bestätigte Fälle anomaler Aktivität. Sie sind darauf spezialisiert, anomale Objekte, Wesen oder Phänomene unter kontrollierten Bedingungen zu sichern, provisorische Eindämmungsmaßnahmen einzuleiten und diese anschließend in geeignete Einrichtungen zu überführen. Diese Einsätze erfolgen häufig unter erhöhtem Risiko und in Zusammenarbeit mit Sicherheitseinheiten oder mobilen Taskforces. Innerhalb von Einrichtungen sind Eindämmungsingenieure und Techniker für die Planung, Konstruktion, Weiterentwicklung und Wartung von Eindämmungseinheiten zuständig. Dies umfasst sowohl physische Sicherheitsstrukturen als auch komplexe Systeme zur Kontrolle anomaler Effekte, einschließlich energiebasierter, mimetischer oder realitätsstabilisierender Technologien. Eindämmungsspezialisten arbeiten eng mit Forschungspersonal zusammen, um neue Erkenntnisse direkt in bestehende oder zukünftige Eindämmungsprotokolle zu integrieren. Ihre Arbeit ist entscheidend für die langfristige Stabilität und Sicherheit aller Foundation-Standorte. Forscher. Forscher bilden den wissenschaftlichen Kern der SCP Foundation und sind verantwortlich für die Analyse, Dokumentation und das Verständnis anomaler Phänomene. Sie werden aus den Reihen hochqualifizierter Wissenschaftler rekrutiert und decken ein breites Spektrum an Disziplinen ab. Von klassischen Fachbereichen wie Chemie, Biologie und Physik bis hin zu spezialisierten und esoterischen Feldern wie Xenobiologie, Ontokinetik oder mimetischer Theorie. Das primäre Ziel der Forschung besteht darin, die Eigenschaften, Ursprünge und Funktionsweisen anomaler Objekte, Wesen und Phänomene zu verstehen. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für effektive Eindämmungsmaßnahmen sowie für die Bewertung potenzieller Risiken oder Nutzungsmöglichkeiten. Forscher sind direkt an Experimenten beteiligt, erstellen und pflegen SCP-Dokumentationen und entwickeln Hypothesen zur Klassifizierung und Kontrolle von Anomalien. Dabei arbeiten sie unter strengen Sicherheitsprotokollen, insbesondere im Umgang mit instabilen, informationsgefährdenden oder bewusstseinsbeeinflussenden Effekten. Je nach Spezialisierung und Erfahrungsgrad können Forscher auch leitende Funktionen übernehmen, Projekte koordinieren oder in beratender Funktion bei Einsätzen hinzugezogen werden. Trotz ihrer wissenschaftlichen Ausrichtung sind sie sich der operativen Risiken bewusst und entsprechend geschult, um unter außergewöhnlichen Bedingungen zu arbeiten. Sicherheitsbeamte. Sicherheitsbeamte stellen die primäre Schutzinstanz innerhalb aller Einrichtungen der Foundation dar und sind verantwortlich für die physische sowie informationelle Sicherheit von Personal, Projekten und anomalen Objekten. Sie fungieren als erste Verteidigungslinie gegen interne Zwischenfälle wie Eindämmungsbrüche sowie gegen externe Bedrohungen durch feindliche Organisationen oder unbefugte Eindringlinge. Das Personal wird überwiegend aus militärischen, polizeilichen oder justiziellen Einheiten rekrutiert und durchläuft eine spezialisierte Ausbildung, die sowohl konventionelle Gefahrenlagen als auch den Umgang mit anomalen Bedrohungen abdeckt. Sicherheitsbeamte sind im Einsatz aller gängigen Waffensysteme geschult und mit den standortspezifischen Notfallprotokollen umfassend vertraut. Neben ihrer operativen Funktion übernehmen Sicherheitsbeamte auch Aufgaben im Bereich der informationellen Sicherheit. Dazu zählt die Kontrolle von Zugriffsrechten, die Überwachung interner Kommunikationssysteme sowie die Verhinderung von Datenlecks oder unautorisierten Zugriffen auf sensible Informationen. Im Alltag umfasst ihr Aufgabenbereich die Überwachung von Hochsicherheitszonen, die Begleitung von Personal bei Zugang zu sensiblen Bereichen sowie die schnelle Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorfälle. In kritischen Situationen sind sie befugt, eigenständig Maßnahmen zur Stabilisierung der Lage einzuleiten, bis spezialisierte Einheiten eintreffen. Mitglieder einer Eingreiftruppe. Eingreiftruppen, auch als taktische Einheiten bezeichnet, sind hochspezialisierte und schwer bewaffnete Kampfverbände innerhalb der Foundation. Sie werden eingesetzt, wenn konventionelle Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichen oder eine Bedrohung ein erhöhtes Gefahrenpotenzial aufweist.
Ihre Hauptaufgabe besteht im Schutz und in der Unterstützung von Eindämmungsteams bei Einsätzen mit gefährlichen oder feindlichen Anomalien sowie bei Operationen gegen rivalisierende Organisationen. Darüber hinaus sind sie für die Verteidigung von Einrichtungen bei groß angelegten Angriffen oder schwerwiegenden Eindämmungsbrüchen zuständig. Mitglieder von Eingreiftruppen durchlaufen eine intensive Ausbildung, die taktisches Vorgehen, urbane und nicht-urbane Gefechtsführung sowie den Umgang mit anomalen Bedrohungsszenarien umfasst. Sie operieren häufig unter extremen Bedingungen und müssen in der Lage sein, schnell auf unvorhersehbare Entwicklungen zu reagieren. Eingreiftruppen sind in der Regel in größeren Foundation-Einrichtungen stationiert und befinden sich dauerhaft in erhöhter Einsatzbereitschaft. Sie arbeiten eng mit Sicherheitsbeamten, Eindämmungsspezialisten und mobilen Taskforces zusammen, wobei sie insbesondere bei akuten Gefahrenlagen die operative Führung übernehmen können. Außendienstangestellte, Außendienstagenten. Außendienstagenten sind die primäre Aufklärungs- und Beobachtungseinheit der Foundation außerhalb fester Standorte. Ihre Aufgabe besteht darin, anomale Aktivitäten frühzeitig zu identifizieren, diese zu dokumentieren und unmittelbar an zuständige Eindämmungsteams oder Forschungsabteilungen weiterzuleiten. Häufig operieren sie verdeckt innerhalb lokaler Behörden, Rettungsdienste, medizinische Einrichtungen oder anderer gesellschaftlich relevanter Organisationen, um die Präsenz der Foundation unentdeckt zu halten. Ausgebildet in Überwachungstechniken, forensischen Methoden, Notfallmanagement und taktischen Einsätzen, sind Außendienstagenten darauf vorbereitet, sowohl die Sicherheit der Öffentlichkeit als auch den Schutz des Schleiers zu gewährleisten. Sie übernehmen die Koordination zwischen der Wahrnehmung anomaler Ereignisse und den operativen Kräften der Foundation, ohne selbst in die direkte Handhabung oder Eindämmung der Objekte involviert zu sein. Außendienstagenten dokumentieren alle relevanten Daten systematisch, erstellen Lageberichte und stellen sicher, dass bestätigte anomale Ereignisse unverzüglich an die zuständigen MTFs oder Standortteams weitergeleitet werden. Sie sind für die Aufrechterhaltung der Informationssicherheit verantwortlich und arbeiten nach standardisierten Protokollen, um Informationslecks und unnötige Exposition der Öffentlichkeit zu verhindern. Mitglieder einer mobilen Taskforce. Mobile Task Forces, MTFs, sind spezialisierte, hochmobile Einheiten, die für die Eindämmung, Sicherung und Untersuchung besonders gefährlicher oder instabiler Anomalien eingesetzt werden. Sie werden aus erfahrenem Außendienstpersonal, Sicherheitsspezialisten und gegebenenfalls wissenschaftlich geschultem Personal zusammengestellt, wobei jede Taskforce auf spezifische Bedrohungstypen und operative Aufgaben ausgerichtet ist. MTFs sind weltweit einsetzbar und operieren sowohl in urbanen als auch in nicht-urbanen Einsatzgebieten. Ihre Aufgaben umfassen die Bergung von SCP-Objekten, die Eindämmung gefährlicher Entitäten, die Absicherung von Forschungseinrichtungen und die Durchführung taktischer Operationen bei feindlicher Aktivität im Zusammenhang mit Anomalien. Die Mitglieder durchlaufen umfassende Ausbildung in taktischer Kriegsführung, Einsatzplanung, urbaner und außerurbaner Gefechtsführung sowie im Umgang mit gefährlichen Anomalien, einschließlich mimetischer, kognitiver oder physisch bedrohlicher Effekte. MTFs arbeiten eng mit Standortpersonal, Forschungsteams und Sicherheitseinheiten zusammen. Einsatzleiter koordinieren operative Maßnahmen, während wissenschaftliches Personal sicherstellt, dass alle Maßnahmen der Foundation-Standards entsprechen. Durch diese Struktur gewährleisten MTFs die sichere Handhabung von Anomalien und minimieren Risiken für Personal, Einrichtungen und die Öffentlichkeit. Verwaltung. Standortleiter. Standortleiter sind das ranghöchste operative und administrative Personal innerhalb eines Foundation-Standorts. Sie tragen die Gesamtverantwortung für den sicheren Betrieb der Einrichtung, die Eindämmung sämtlicher dort befindlicher Anomalien sowie die Durchführung laufender Forschungsprojekte. Standortleiter koordinieren alle Abteilungen, einschließlich Forschung, Sicherheit, Außendienst, medizinische Überwachung und logistische Unterstützung, und stellen sicher, dass operative und sicherheitsrelevante Protokolle strikt eingehalten werden. Zu ihren Aufgaben gehört die strategische Planung, Ressourcenverwaltung, Risikobewertung sowie die Entscheidungsfindung bei kritischen Vorfällen, einschließlich Eindämmungsbrüchen, feindlicher Infiltrationen oder unerwarteten anomalen Ereignissen. Standortleiter berichten direkt an den O5-Rat und sind verantwortlich für die Erstellung umfassender Lageberichte, operative Analysen sowie die Weiterleitung relevanter Informationen und Empfehlungen zur strategischen Ausrichtung der Foundation.
Sie fungieren als letzte Entscheidungsinstanz vor Eskalation auf globale Ebene und koordinieren die Zusammenarbeit zwischen Standorten, mobilen Taskforces und übergeordneten Verwaltungseinheiten. Standortleiter haben keinen direkten Kontakt zu unkontrollierten oder hochgefährlichen Anomalien. Alle Interaktionen erfolgen über autorisierte Spezialteams. Sie sind zudem für die Einhaltung der Geheimhaltungs- und Personalklassenrichtlinien verantwortlich und tragen die Verantwortung für die Schulung und Überwachung ihres Personals in allen sicherheitsrelevanten Belangen. O5 Ratsmitglieder. Der O5-Rat ist das höchste Exekutivorgan der Foundation und besteht aus den ranghöchsten Direktoren der Organisation. Jedes Mitglied verfügt über vollständigen Zugriff auf sämtliche Informationen zu SCP-Objekten, Wesen, Phänomenen und anomalen Projekten weltweit, einschließlich solcher, die für normales Personal als hochsensibel oder existenziell gefährlich eingestuft sind. Die Aufgaben des O5-Rats umfassen die strategische Gesamtplanung der Foundation, die Koordination weltweiter Einsätze, die Genehmigung außergewöhnlicher Eindämmungsmaßnahmen sowie die Festlegung langfristiger Richtlinien für Forschung, Sicherheit und Geheimhaltung. O5-Ratsmitglieder sind in operative Entscheidungsprozesse involviert, einschließlich der Freigabe von Geheimhaltungsstufen, der Mobilisierung von mobilen Taskforces und der Beurteilung potenzieller globaler Risiken durch anomale Ereignisse. Direkter physischer Kontakt mit anomalen Objekten, Wesen oder Phänomenen ist den Ratsmitgliedern untersagt. Ihre Identität bleibt streng geheim. Alle Mitglieder werden ausschließlich durch ihre numerische Kennzeichnung O51 bis O513 adressiert. Die Wahrung dieser Geheimhaltung ist von höchster Bedeutung, um sowohl die operative Stabilität der Foundation als auch die Integrität des Schleiers zu gewährleisten. Zusätzlich unterliegen O5-Ratsmitglieder erweiterten Sicherheitsprotokollen, redundanter Überwachung und kontrollierten Informationszugriffen, selbst innerhalb der höchsten Freigabestufe, um interne Risiken und unbeabsichtigte Exposition zu minimieren. O4 Ratsmitglieder. Der O4-Rat ist das höchste Führungsgremium der deutschsprachigen SCP Foundation und setzt sich aus 13 hochrangigen Standortdirektoren und Abteilungsleitern zusammen. Offiziell wird er als Direktorenrat bezeichnet, inoffiziell trägt er die Bezeichnung O4. Als übergeordnete Instanz ist der O4-Rat direkt dem O5-Rat unterstellt und fungiert als Verbindung zwischen den globalen Richtlinien der Foundation und den operativen Abläufen innerhalb der deutschsprachigen Standorte. Der O4-Rat übernimmt die strategische Leitung aller Einrichtungen innerhalb des deutschsprachigen Zuständigkeitsbereichs. Dies umfasst die Koordination von Forschung, Eindämmung, Sicherheit und Personalverwaltung, die Genehmigung standortspezifischer Maßnahmen sowie die Überwachung von Projekten mit regionaler oder überregionaler Bedeutung. Der Vorsitz des O4-Rats liegt beim Standortdirektor von Standort DE1, welcher gleichzeitig den Hauptsitz des deutschsprachigen Direktorenrats repräsentiert. Mitglieder des O4-Rats verfügen über umfassenden Zugriff auf operative und administrative Informationen innerhalb der Region, einschließlich anomaler Objekte, Projektunterlagen und Sicherheitsprotokolle. Die Entscheidungsbefugnisse erstrecken sich auf die Umsetzung globaler Richtlinien in regionalen Kontexten, die Ressourcenallokation, die strategische Planung von Einsätzen sowie die Beaufsichtigung von mobilen Taskforces und sonstigen spezialisierten Einheiten. Wie beim O5-Rat ist direkter Kontakt mit unkontrollierten oder hochgefährlichen Anomalien den O4-Mitgliedern untersagt. Alle Ratsmitglieder arbeiten unter strenger Geheimhaltung. Ihre Identität und der genaue Verantwortungsbereich sind intern dokumentiert und auf autorisierte Kreise beschränkt. Sicherheitsprotokolle, Zugriffsbeschränkungen und Überwachungsmaßnahmen gelten auch für den O4-Rat, um die Integrität der Standorte, die Stabilität der regionalen Operationen und die Geheimhaltung sensibler Informationen sicherzustellen. Der O4-Rat bildet somit die oberste operative und administrative Instanz der deutschsprachigen Foundation, gewährleistet die Einhaltung der globalen Standards und fungiert als entscheidende Schnittstelle zwischen regionaler Umsetzung und internationaler Führung durch den O5-Rat.